Erst 1, dann 2, dann 3, dann 4 und dann trinkt der Weihnachtsmann ein Bier. Der erste Advent ist da. Willkommen in der Vorweihnachtszeit. Ich denke, für einige beginnt jetzt endlich die schönste Jahreszeit, oder? Lichterketten funkeln, die Kekse duften und für die anderen bedeutet es, willkommen im Stressmarathon. Egal auf welcher Seite ihr steht, Hauptsache der Glühwein ist heiß und die Schokolade lecker. Soll ich euch verraten, wie für mich die Vorweihnachtszeit aussieht? Ich zeige euch einfach mal, worauf ich mich besonders freue. Schaut mal! Nach 2 Jahren beginnt meine Vorweihnachtszeit endlich wieder mit einem Beauty-Kalender. Ich habe mich dazu spontan entschlossen, wieder mal einen zu haben. Darauf freue ich mich sehr, weil der streng limitiert war. Der ist ausverkauft. Den gibt es auch nicht in Deutschland. Der ist in den Niederlanden sehr gehypt, ähnlich wie Glossybox. Und hat aber tatsächlich bessere Produkte dieses Jahr. Den werde ich jetzt hier aber nicht auspacken, wenn überhaupt auf Instagram werde ich das, glaube ich, mal machen. Da freue ich mich schon drauf. Bloß nicht schütteln, ey. Da ist da was drin, was kaputt geht. Vor Weihnachten oder jetzt gerade in der Weihnachtszeit hat man das Gefühl, eine große To-Do-Liste abarbeiten zu müssen, oder? Die Feier muss organisiert werden, die Geschenke müssen gekauft werden, dann möchte man dekorieren. Ich habe eine Zeit lang jedes Jahr zu Weihnachten ein neues Parfüm bekommen. Jetzt werden einige denken, wow, ist das cool? Ja, sogar teure Parfüms. Aber irgendwann hatte ich hier 15 Stück liegen. Was habe ich damit gemacht? Ja. Einige habe ich wieder verkauft, weil entweder nicht meine Duftrichtung oder einfach zu viel. Wer braucht 15 Parfüms? Ich nicht. Ich kenne das Gefühl, wenn man losgeht und man weiß eigentlich gar nicht, was man kaufen kann. Hauptsache teuer und gut. Man möchte ja irgendwas liefern, ne? Man möchte ja mit irgendetwas ankommen. Und dann auch noch mit viel Geld vielleicht, weil es dann irgendwie besser angesehen wird oder so. Dabei vergisst man oft, dass Weihnachten nichts mit viel Geld zu tun hat. Natürlich kann man was schenken, finde ich. Und gerade Kinder mögen das auspacken und das finde ich auch toll. Ich finde auch Weihnachtsbäume mit Geschenken super. Aber es ist nicht das Wesentliche. In meiner Familie schenken wir uns seit Jahren nichts mehr zu Weihnachten. Nichts Großes mehr, ne? Das hat den Druck rausgenommen, weil wir am Ende auch gar nicht mehr wussten, was wir überhaupt schenken sollen. Wir sind losgegangen und haben irgendetwas gekauft. Und vor allem haben wir auch alles. Wir haben alles, was wir brauchen und wir brauchen nicht noch mehr. Ich kann aber trotzdem verstehen, dass man irgendetwas schenken möchte. Es gibt viele Möglichkeiten, die Weihnachtszeit stressfrei zu verbringen. Oder auch minimalistisch, ne? Ist ja auch so ein Trend. Minimalistisch, umweltfreundlich. Ich kann euch sagen, man muss nicht jedes Jahr neue Dekoration kaufen. Man kann auch die alte Dekoration aus dem Keller holen, ne? Oder die alte Lichterkette oder so. Da fängt es ja schon an. Ich finde, es muss nicht immer das ganz große Geschenk sein. Zum Beispiel Geschenke mit persönlichem Touch. Wenn du irgendwas kannst, basteln, zeichnen, backen oder so. Ich zeichne zum Beispiel gerne. Und auch wenn es die Lieblingskatze meiner Nachbarin ist oder die Kinder oder schöne Momente, die Leute freuen sich darüber. Die Leute freuen sich mehr darüber, als wenn du mit teuren Geschenken um die Ecke kommst. Das ist meine Erfahrung. Aber auch Second-Hand-Artikel oder Dinge, die du selbst erstellt hast. Erlebnisreisen statt materielle Geschenke. Die Leute freuen sich darüber mehr, wenn sie einen Konzertbesuch bekommen oder Kochkurse oder Städtetrips, ne? Man verbindet es mit tollen Momenten, man erlebt schöne Momente und die bleiben in Erinnerung. Ich weiß, dass man manchmal so das Gefühl hat, dass persönliche Dinge zu Weihnachten nicht ankommen, oder? Weil man eben nicht viel Geld investiert hat. Aber alles, was vom Herzen kommt, kommt gut an, denn du hast die Zeit und Liebe investiert, die viel mehr wert ist als ein ödes Geschenk, das man am Ende vielleicht nicht braucht. Von daher kann ich euch empfehlen, egal ob es Backen oder Basteln ist oder so, gerade wenn ihr nicht viel Geld habt, dann bastelt oder dann macht irgendetwas Persönliches. Weihnachten hat nichts mit materiellen Geschenke zu tun. Und auch wenn jeder eine andere Vorstellung hat, der eine möchte eben große Geschenke haben, der andere wiederum nicht. Und deswegen gibt es ja Familien, die sagen, okay, dann schenken wir uns gar nichts, weil somit haben wir stressfreiere Tage. Und das stimmt ja auch. Wenn du den Druck rausnimmst und sagst, hey gut, dann gibt es eben nichts Besonderes mehr oder dann gibt es eben nichts Großes, weil man ja am Ende sowieso nicht weiß, was man kaufen kann. Weihnachten bedeutet für mich nicht unbedingt große Geschenke zu bekommen. Das war früher aber nicht so. Früher habe ich Weihnachten damit verbunden. Als Kind wollte ich immer Geschenke haben. Mittlerweile ist mir das egal. Mittlerweile will ich mit meiner Familie zusammen sein oder mit meinen Liebsten eine schöne Zeit verbringen, schön essen oder ja einfach
beisammen sein. Und das ist für mich sehr, sehr wichtig. Aber ich kann natürlich auch verstehen, dass einige Geschenke haben möchten, ne? Dass einige auspacken wollen. Und somit verabschiede ich mich für heute. Genießt die Weihnachtszeit, die Vorweihnachtszeit. Zum Abschluss kommt jetzt nochmal ein Reim. Die Weihnachtszeit beginnt dann, wenn das erste Türchen vom Adventskalender geöffnet werden kann. Juhu! Ja, es beginnt, Leute. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Bis bald. Tschüss.